Hallo und herzlich willkommen auf der Messe Intersolar in München. Mein Name ist Andreas Reichel, ich bin Produktmanager bei der BayWa RE und ich würde Sie heute ein bisschen rumführen zu unseren Herstellern und dann schauen wir mal, welche neuen Produkte und Innovationen Sie für uns vorbereitet haben. Folgen Sie mir auf die Stände. Okay, jetzt sind wir bei Huawei auf dem Stand, einer unserer innovativen Hersteller, die viele neue Produkte ankündigen. Großes ändert sich nicht, aber im Kleinen, im Detail arbeiten sie ständig daran, die Produkte zu verbessern. Mehr Strom, mehr Features, neue Produkte kommen hinzu. Und ich bin ganz gespannt, was uns heute Dieter von Huawei alles erzählt, der Produktmanager, der uns jetzt über den Stand führen wird. Ja, guten Morgen, Dieter. Guten Morgen. Freut mich, dass du uns hier empfängst heute auf dem Stand, auf der Intersolar. Ihr habt einige spannende Produkte. Was kannst du denn uns zeigen? Vielleicht hier mal im Heimbereich. Genau, also hier haben wir den Residential Heimbereich. Unser Highlight dieses Jahr ist definitiv unsere Wallbox. Wir haben jetzt eine eigene Wallbox, die wir ab Oktober dann auch ausliefern werden. Die hat natürlich viele Vorteile. Also einmal kann die ins Gesamtsystem eingebunden werden und ist in einer Leistungsklasse bis zu 22 Kilowatt verfügbar. Und was wir integriert haben, ist die Phasenumschaltung. Das heißt also, du kannst in der Früh wirklich schon mit wenig Leistung dein Auto laden und dann zur Mittagszeit schaltet ihr dann um auf dreiphasige Ladung, dass du dann auch die volle PV-Leistung dann ausnutzen kannst und nachmittags dann wieder zurück. So ist es dann auch wirklich möglich, je nach Fahrzeug und je nach PV-Anlagengröße in einem Tag auch dein Auto wirklich komplett zu laden. Schön. Und auch im guten Design, ja, bekannt dafür. Ja. Nee, das war uns auch wichtig, dass es einfach zusammenpasst. Natürlich ist die Wallbox ganz woanders installiert, aber die Garage oder der Parkplatz, der hat auch ein schönes Design verdient auf jeden Fall. Und dementsprechend haben wir uns da was Tolles einfallen lassen. Und ja, ich finde die auch super gelungen. Gibt es im ersten Step dann als Socket-Version, also man kann dann ein Kabel anschließen und dadurch ist man komplett flexibel. Und es gibt nur eine Version, dadurch können wir auch gute Lieferzeiten dann wahrscheinlich dieses Jahr garantieren. Ja, gut, die Luna-Batterie, die haben wir jetzt circa ein Jahr auf dem Markt. Da zeigen wir auch mal ein bisschen, was so innen drin steckt, also der Aufbau und auch natürlich, dass wir schon seit Anfang an ein Fire Protection Pack verbaut haben, um das System dann noch sicherer zu machen. Das zeigen wir halt dieses Jahr, dass es verbaut ist. Ja, ein weiteres Highlight ist dann tatsächlich auf der anderen Seite das Thema Smart Power Sensor. Hier haben wir uns jetzt unser Produkt erweitert für ein Direktmesser. Also das heißt, genau, der ist hier. Der kann dann auf der Hutschiene verbaut werden und der bringt halt wirklich viele Vorteile von der Installation, von der Geschwindigkeit, aber auch reduziert einfach die Fehleranfälligkeit. Ja, und was noch dazu kommt, natürlich das Thema Optimierer, jetzt mit 600 Watt auch, dass wir für die Module mit der höheren Leistung dann auch das mittlerweile integriert haben. Ja, wird alles größer, stärker, mehr Strom? Auf jeden Fall, genau. Also die Erweiterung, die ist jetzt auch mittlerweile am Markt da, dass wir unser MPP-Tracking auf 13,5 Ampere erweitert haben. Wir müssen natürlich auch schauen, was machen die Modulhersteller. Die haben so eine wahnsinnige Idee in Richtung 18 Ampere. Und das ist natürlich schon gewaltig, ne? Also da müssen die Wechselrichterhersteller auch vorbereitet sein. Und das wird schon sehr spannend, ob das wirklich ein Trend nur ist oder sich auch im Markt wirklich so... Ja, ob es 13 Ampere sind und dann 2 Strings oder 18 Ampere, das ist immer eine Herausforderung für schon. Mehr Strom heißt mehr Kupfer, heißt eigentlich ja klar, natürlich. Oder? Ja, auf jeden Fall. Also du kannst dann nicht, also von 11 Ampere auf 13,5 Ampere das zu erweitern, das geht immer noch so mit ein paar anderen Bauteile, aber wenn du deutlich mehr brauchst, dann wird es schon schwierig. Neuentwicklung, Entwicklungszeiten und ja, das ist dann schon spannend. Ja, und ein weiteres Highlight tatsächlich ist unser Smart Design Tool. Da präsentieren wir jetzt eine neue Version. Da haben wir hier Demoanlagen. Und ja, das ist dann so ein 3D-Design, wo ich dann wirklich das Haus dann einzeichnen kann und das Dach belegen kann und auch ein sehr gutes automatische Auslegung für den Wechselrichter und dann Optimierer hinzufügen kann und auch einen Verstringungsplan bekomme. Also dann halt wirklich weiß, wie ich was installieren muss. Für die Dokumentation ist es natürlich super wichtig. Ja, ja, vieles Neues.
innovative Firma, Huawei, ganz klar. Auf jeden Fall. Also was man bei uns merkt, es geht immer mehr in Richtung Komplettsystem. Also der eigene Hybridwechselrichter, der nächste Step war die eigene Batterie, jetzt natürlich der EV-Charger, aber was für uns auch immer wichtig ist, dass wir ein offenes System haben, also wie zum Beispiel für Sonic, dass man das integrieren kann und dass da halt individuelle Lösungen noch geschaffen werden können. Ja, es gibt ja noch Wärme. Genau, natürlich. Das Thema Wärme ist auch ganz wichtig und da ist natürlich, glaube ich, Sonic der richtige Ansprechpartner, wo man dann die Wärmepumpe oder den Heizstab dann noch mal integrieren kann oder noch eigene Lösungen sich schaffen kann. Ne? Natürlich. Ja. Schick, schick. Ja. Wollen wir auch rübergehen zum ja, klar. Gewerbebereich? Können wir gerne noch machen. Genau, also das ist ja das wichtige Thema hier, zum Beispiel also Partner, offene Schnittstellen. Das halt natürlich eher auch im Mittelpunkt mit Sonic. Ne? Genau. Ja, ein weiteres Thema natürlich ist der Bereich Commercial. Genau, Commercial ist auch ein wichtiger Bereich, natürlich für größere Anlagen. Da haben wir jetzt unser Portfolio ein bisschen erweitert. Unser doch erfolgreicher 40 KTL M3 mit 40 kW Leistung haben wir jetzt erweitert auf 50 kW. Also da haben wir jetzt noch Möglichkeiten gefunden, den von der Leistung noch mal zu erweitern. Auch vom Eingangsstrom noch mal ein bisschen aufzubohren. Also der wäre schon fast bereit für die neuen Module. Und natürlich ein wichtiges Thema ist auch der Bereich Energiespeicher. Also da werden wir dann auch nächstes Jahr mit einem 200 Kilowattstunden Speicher dann auf den Markt kommen. Da gibt es ein Modell von. Da gibt es erstmal ein Modell, genau, so viel wollen wir noch nicht zeigen. Aber da hat man schon ungefähr mal so ein Gefühl. Und ja, letztendlich das Sicherheitskonzept oder der generelle Aufbau ist dann wieder adaptiert von der Luna natürlich aus dem Residential-Bereich. Wir haben dann Batteriepack-Optimierer. Hier haben wir auch ein aktives Kühlungssystem wirklich angebracht und ja, kann dann mit 0,5 C geladen und entladen werden, also mit bis zu 100 kW und kann dann auch skaliert werden. Aufstellung ist hier klassisch Outdoor. Ja, und da freue ich mich schon drauf. Also das wird, glaube ich, auf jeden Fall für den Industriesektor super interessant werden und einfach von der Installation. Ne? Natürlich hat man da ein gewisses Gewicht. Ich habe dann irgendwie so 2,7 Tonnen, die ich da irgendwo aufstellen muss. Aber ja, das System ist dann schnell installiert. Ja. Schön. Ja, riesenschöner Stand hier. Ja, drüben wäre nochmal der Utility Scale, also wirklich für Großanlagen. Da ist bei uns auch dieses Jahr das große Thema Energiespeicher und natürlich die Wechselrichter. Und ja, wir können halt mittlerweile ein Komplettpaket anbieten mit eigener Trafostation. Ist ja auch ein großes Thema aktuell bei den Großprojekten. Aber auch mit 2 Megawattstunden Speicherkapazität haben wir dann ein Speichersystem. Und da habt ihr ja eins der ersten Projekte jetzt gerade in der Umsetzung und das ist super spannend. Ah ja, genau, bei uns bei den Projekten. Genau, von dem her super guter Zeitpunkt auch. Ja, da ist die M3, oder? Genau, das ist jetzt der M3, der neue. Und auch ein Highlight tatsächlich ist, ein weiteres Highlight ist das Thema Optimierer. Da wir dann für die M2 und M3-Serie auch einen Doppeloptimierer anbieten werden. Der ist dann hier zu sehen. Der geht dann bis zu 1100 bzw. 1300 Watt Modulleistung. Und da werden aber klassisch dann 2 Module in Reihe geschalten. Aber man kann natürlich auch hier Optimierer einsetzen und profitiert dann von einem bisschen günstigeren Preis vom Doppeloptimierer. Aber wir merken natürlich, das ist schon ein Trend, Optimierer einzusetzen. Und unser Konzept ist ja wirklich flexibel. Ich kann ja wirklich einen Optimierer einsetzen oder alles mit Optimierer ausstatten oder natürlich ohne Optimierer bauen. Und ja, wir merken schon, dass das einfach angenommen wird vom Markt. Ne? Das auf jeden Fall ein Thema ist. Und ja, hier geht es natürlich auch immer mehr in Komplettlösungen, Monitoring, Inbetriebnahme-App, Service-App, solche Dinge, die einfach notwendig sind, um so ein Produkt oder so ein System natürlich zu installieren. Ja, und da bin ich auch gespannt. Also vor allem dann mit dem Speicher mit 200 Kilowattstunden, das wird schon auf jeden Fall interessant auch für den Markt werden. Also die Operation und Maintenance ist super wichtig. Ne? Ja. Nee, also klar, es ist wichtig, nicht nur Produkte zu liefern, sondern Lösungen letztendlich. Ne? Und die auch einfach sind für den Installateur, weil letztendlich der muss es umsetzen und der muss da flexibel sein. Und ja, ich glaube, da haben wir auf jeden Fall ganz gute Produkte für den Markt. Ja, gut.
ihr seid flexibel, der Installateur muss gar nicht so flexibel sein. Ja, ja. Naja gut, der muss auf die Kundenbedürfnisse eingehen. Ich meine, da ist ja jeder dann ein bisschen unterschiedlich. Und dem einen ist der Eigenverbrauch wichtig, dem anderen, der will da ja, Peak-Shaving machen, dann beim Thema Energiespeicherung. Und da muss man schon individuell auf die Bedürfnisse eingehen. Oder dem anderen ist dann Elektromobilität wichtig, der will dann eine Ladeinfrastruktur aufbauen. Und ja, wir merken, dass natürlich auch interessant wird im Gewerbespeicher im Bereich Multi-Use. Also wenn du nicht nur eine Anwendung hast, sondern mehrere. Und also mein Highlight ist, glaube ich, mittlerweile ein Kunde, der 7 Use Cases hat. Und das ist dann schon interessant, die dann auch zu beherrschen. Und, ja, und das sind dann wirklich individuelle Projekte, wo das dann einfach ja, tief integriert angepasst werden muss für den Kunden. Ne? Aber das merken wir auf jeden Fall. Das ist so der Trend. Ne? Ja. Okay, ist nicht schnell. Und hier noch der mit den vielen MPP-Treibern. Genau, dann das ist ja so für den Industriebereich so die erste Wahl in der Leistungsklasse 100 kW. Den haben wir jetzt ein bisschen noch mal erweitert bis zu 115 kW, haben da auch jetzt noch ein bisschen die Bauteile optimiert, um da ein bisschen mehr Leistung rauszuholen. Und letztendlich 115 kW, der kann dann auch noch mal 10% Überlast. Also ist halt eigentlich ideal für so eine 135 kVA-Anlage, ne, zum Einsetzen. Und dann bist du wirklich so am Maximum, was du da umsetzen kannst. Und ja, das ist ein sehr gutes Gerät und wird auf jeden Fall gut vom Markt angenommen. Und da haben wir halt noch ein bisschen was rausgeholt. Einfach. Ja. Und die neuen Schalter, ne? genau, und die neuen Schalter, also mit so Sicherheitsfeatures auch auf jeden Fall. Wir haben eine sehr schnelle Strommessung und dadurch können wir auch detektieren, wenn es da jetzt zum Kurzschluss oder irgendwas kommen kann. Und dann lösen wir den elektrisch auch aus. Und das bringt halt einfach nochmal viel mehr Vorteile für den Kunden. Und zum Thema Anlagensicherheit, ja, natürlich diese 10 MPP-Tracker, damit bist du komplett flexibel. Ne? Also da gibt es unterschiedlichste Anwendungsmöglichkeiten. Und ja, auch natürlich mit den neuen Modulen dann mit 26 Ampere sind wir dann schon ganz gut vorbereitet in dem Sektor, wo die hoffentlich auch hauptsächlich eingesetzt werden. Ne? Ja. Nee. Vielen Dank, Dieter. Gerne. War eine schöne Umschau, sag ich mal. Ja, super. Vielen Dank für deinen Besuch. So, jetzt sind wir hier auf dem Stand von Goodvi, unser neuester Partner, also unser jüngstes Kind sozusagen. Und ich freue mich total, dass wir hier eine Partnerschaft gewinnen konnten mit denen. Wir haben einige tolle neue Produkte, die wir uns gleich mal zeigen lassen. Ja, guten Morgen, Eugen. Schön, dass wir uns treffen hier auf eurem Stand bei Goodvi. Ich habe schon gesehen, ihr habt einen wunderschönen Stand hier und auch einiges an Produkten zu zeigen. Mit was wollen wir anfangen? Ja, hi, willkommen Andreas. Ja, wir haben ja ein riesen Portfolio. Es ist immer schwierig, da einen Punkt zu finden, aber ein Highlight ist, da stehen wir schon davor. Das ist unser Hybridwechselrichter. Ich glaube, mit dem fangen wir am besten an. Ja, komm. Nennt sich ET Plus. Ist ein, ja, im Endeffekt alles, was man benötigt für die heutige Installation, ist mit drin. Du hast zwei MPP-Tracker, einen Batterieausgang. Was ein besonderes Highlight ist, wir haben Notstrom mit unterbrechungsfreier Umschaltung. Alles, was dazu nötig ist, ist komplett schon im Gerät integriert. Eigene Batterien, wie ich sehe, ne? Sehr schön. Genau. Und was Spezielles, glaube ich, wo ich euch rausnehmt, ist mit dem unterbrechungsfreien Stromversorgung. Genau. Ja. Also es ist tatsächlich so, dass es innerhalb von 10 Millisekunden umschaltet. Die Verbraucher merken das nicht mal. Also daher muss man dann auch aufpassen. Man kann nicht dem Kunden sagen, du musst dein Verhalten ändern, wenn jetzt im Notstrom bist. Der Kunde merkt das nicht mal. Also da muss man dann schon die Lasten auswählen, die man an den Notstromausgang hängt. Ja. Genau. Eigene Batterien, wir rampen jetzt hoch, haben das jetzt vor kurzem gelauncht, haben Hochvolt-Batterien, natürlich passend zum ET. Hochvolt-Batterien, das ist ein Hochvoltsystem. Besonderheit an unseren Batterien ist, die sind designt dafür, dass eben das perfekt mit unseren Wechselrichtern zusammenpasst. Die Installation ist extrem einfach und vor allem die Inbetriebnahme auch ist super smooth. Und ich sehe, hier geht schon die Pfade weiter rüber hier zur Ladesäule. Von der habe ich noch gar nichts gehört. Kommt die noch oder ist die?
Ja, genau, die Wie war kommt, das denn? die kommt. Wir wollen die Ende des Jahres launchen. Im Endeffekt ist es dann so, dass dieses Gerät mit den Hybridwechsellichtern kommuniziert, Hybrid- oder PV-Wechsellichtern, Okay. ist dann wurscht mit dem gesamten Portfolio, holt sich den Überschusswert, den aktuell anliegenden, und gibt eben diesen frei für das Auto zum Laden. Ah, okay. Somit kann man halt PV-Überschussladen realisieren und hybrides Laden, wenn man eine Batterie im Haushalt hat. Also Ja. dann PV-Überschussladen mit, Okay. mit Also man Anschieben kann von der verschiedene Batterie. Modis einstellen, Genau. Schnellladen, Solarladen oder Überschussladen. Ja. Genau. Also man hat eine Default-Einstellung für so den alltäglichen Gebrauch. Man kann die aber relativ schnell auch ändern, wenn man mal schnell das Auto voll haben will. Aber ihr habt ja auch noch größere, oder, Geschichten? Oder, Genau, wir haben ja grundsätzlich von 700 Watt bis 250 kW pro Ah, Gerät alles auf 700, Lager. ja, Zu dieser Gerätschaft hier, also 5 bis 10 kW AC-seitig, weil das für Deutschland jetzt mittlerweile schon zu wenig ist, bieten wir bis Ende des Jahres den größeren Bruder davon an, 15 bis 30 kW. Ah, okay. Das sieht man dann auf der anderen Seite. Ah, drüben. Dann gehen wir da hin. Ja. Ich gehe mal hier durch. Ja, das ist ja echt eine schöne Neuheit, dann in größerer. Genau, vielleicht noch eine Hybrid. Kleinigkeit zum ET. ET Plus, passiv gekühlt, also keine Kühlergeräusche für Residential, sehr gut geeignet. Also alles, was wir für Residential anbieten, Pi mal Daumen bis 10 kW, ist passiv gekühlt, sprich dann hat man keine Geräusche im Häuschen. Aber hier der 30er, oder? Ich lese hier 30 kW. Genau, AC-Seite 15 bis 30 kW. Wir haben dann verschiedene Ausbaustufen natürlich auch. 3 MPP-Tracker, 2 Batterieeingänge. Ah, okay. All die Funktionen, die man vom ET Plus schon kennt, nur halt eben etwas stärker. Ist auch eine Besonderheit, Peak Shaving und Eigenverbrauchsoptimierung als kombinierte Betriebsmodi. Okay, auch für die kleinen 30 kW. Auch für die 30 kW, genau. Diese Betriebsmodi werden wir jetzt in all unseren Systemen implementieren, auch für die einphasigen Niedervoltsysteme. Da haben wir auch noch eine neue Plattform. Schauen wir später nochmal an. Aber genau, auch hier potenzialfreier Kontakt zum Steuern von Wärmepumpeninteraktion oder binäres Steuern von der Wallbox, von der Dritthersteller-Wallbox. Unsere natürlich macht das stufenlos. Genau, kann genauso kombiniert werden mit unseren eigenen Batterien. Und was auch ein kleines Schwankel nochmal ist Quick Commissioning nennt sich das, oder Copied Commissioning. Man macht eine Kommissionierung, eine Inbetriebnahme, kopiert die gesamten Settings und schiebt sie dann über sein Handy auf das nächste Gerät. Falls man also mehrere Installationen hat als Installateur. Und mehrere Geräte in einem System verbauen, also das Master auch Follower, ist es da möglich? Dann? Ist nicht als Master-Follower gedacht, aber alles ist vorbereitet. Das wird nächstes Jahr dann mit einem zusätzlichen Gerät, das ist dann der Master, der nennt sich bei uns dann EasyLogger Pro, der dritten Generation, der kann das dann. Wir können dann über 4 Geräte auch parallel geschalten werden und auch zusammengetrieben werden. Wir müssen da auch halt aufpassen bei diesen Leistungsklassen, dass man jetzt nicht über 135 kW geht. Ja. Und dann wird ja hier die 4110 fällig und das wollen wir vermeiden. Ja, ich Das liebe die erstmal. kleinen Systeme. Ja, Ja, genau. Klein und fein. Ja. Und gern auch 30 kW. Ja. Hier sieht man 2 weitere Neuheiten, einphasige Systeme, klein, super effizient, aber trotzdem ja, powerful. ES zweite Generation, das ist Niedervolt-Hybrid, genauso wie die ETs mit dieser super schnellen Umschaltung, sehr beliebt in Afrika. Das ist eine Weiterentwicklung der bestehenden ES-Serie. Okay. Und was da die Besonderheit ist, dass wir die auch parallel schalten können auf einer Phase bis zu 16 Stück theoretisch. Bis zu 16 Stück. Genau. Wow. Das ist dann schon fast ein Ortsnetz. Ja. Genau. Das sind ja 100 kW. Ja, dann. Genau, ja. Also technisch wird das wahrscheinlich niemand machen, aber erstmal theoretisch ist es möglich. Ja, ich stelle mir so ein kleines Dorf vor. Also in Deutschland ist es auch nicht mehr sinnvoll. In auf Schwarzwalddorf, einer Phase. ja genau. Ein Ferienhaus. Das ist doch super. Und Genau. wirklich, also ja, geschmeidig mit dem neuen Logo hier. Ne? Genau, wir hatten vor kurzem auch ein Logo-Change, oder jetzt hier unser Logo geändert, genau. Man sieht hier auch ein kombiniertes Kommunikationsdongle. Wir haben hier WLAN und LAN in einem Dongle integriert. So muss man sich dann nicht mehr aussuchen. Und dann die Aktuell. 48 Volt ne, für die kleinen. Genau, das ist für die 48 Volt Batterien. Das ist immer dann hier die Kombination. Die Batterien lassen sich auch parallel schalten natürlich.
bis zu 6 Stück, also 32 Kilowattstunden kann man dann an so ein Teil dranhängen. Ja, sehr schön, sehr schön. Vielleicht noch ganz kurz unser kleinstes Familienmitglied, der XS, 700 Watt bis 3 kW. Ja. Natürlich passiv gekühlt, super schnucklig für eine kleine Nachrüstung, wenn es auch mal eine Balkon-PV sein sollte. Hier, also mit dieser Größe. Ja, das wünsche ich mir ja. Also man muss es halt auf 600 Watt begrenzen, oder? Aber für Balkon-PV, ja, müssen wir nochmal eine Variante rausbringen, die auf 600 Watt begrenzt ist. Man kann sie auch statisch reduzieren. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das ausreicht für Balkon-PV. Aber da müssen wir bei der DGS nachfragen, ja, ob statische Reduzierung auf 90%. Ja. Also, ich finde es soll ja jeder mitmachen bei der Energiewende, ne? Warum denn nicht? Ja? Also von klein bis groß. 2 moderne Module und so ein Wechselrichter und das gegeben. Ja. Hier nochmal der Hochvolt Hybrid einphasig. Okay. Dasselbe wie der ET, allerdings eben 6 kW auf einer Phase. Bis zu 6 kW in Deutschland natürlich gedrosselt auf die 4,6, damit wir jetzt eben nicht so viel Schieflast erzeugen. Ja, Wahnsinn. Genau. Wahnsinn. Hier sehen wir noch ein All-in-One-Gerät von uns, das nennt sich ESA. Im Endeffekt ist es ein ES-Wechselrichter mit einem Batteriegehäuse mit dazu. Also in der Tat kamen schon gestern am ersten Messetag viele Fragen, ob wir auch Komplettsysteme haben. Ja? Okay, das ist sehr Ich habe das bisher gar nicht gespürt gehabt im Markt. Ja? Also wirklich Batterie, Wechselrichter und PV, alles in einem. Aber es gibt anscheinend Kunden, ja, muss es geben. Klar, sonst hätte das ja auch nicht entwickelt. Ne? Aber finde ich spannend. Aber das ist auch ein einphasiges Ding. Ne? Das ist ein einphasiges Ding, aber wir können uns gerne dann im Nachgang nochmal unterhalten, was so die Anforderungen wären. Ja, das würde ich als erstes auf die Rückseite machen. Oder auf die ihr habt so eine schöne Front, ja, und dann ist da der Sicherungskasten zu sehen. Aber, ja. Genau. Natürlich ist bei 30 kW auch nicht Schluss. Es geht auch weiter mit 60 kW, 100 kW. Dieses Gerät hier 250 kW. Also wir machen von Residential. Und der da drüben aus Zuffenhausen, wie viel kW hat der? Ich glaube 300. Naja, mindestens. Also, ich hoffe mal 600 kW oder sowas. Ja. 600? Nee, ich weiß es nicht. Ja, also. Ja, Eugen, vielen Dank. Super viele neue Produkte. Wir hatten gar keine Zeit, alles anzugucken. Aber ja, wir müssen weiter. Die Messe ist am Laufen. Wir haben noch viel zu tun. Vielen Dank. Wir freuen uns dann auf die Zusammenarbeit, die wir jetzt ja beginnen erst. Aber ja, wird sehr spannend. Sie sind noch bis morgen da, also kommt vorbei. Ja, ich komme noch mal vorbei. Genau. Ja, den Rest können wir dann mal gucken. Alles klar. Eugen, danke. Okay, wir waren bei Goodwi. Wir haben gesehen, es gibt neue, tolle Wechselrichter. Was brauchen wir für den Wechselrichter, um die Sonne zu speichern, die hier heute in München sehr schön scheint? Wir brauchen Batterien. Wir haben eine Verabredung mit BYD, mit Christian, und er hat schon versprochen, es gibt einiges Neues. Es gibt was Neues für den Heimbereich und auch für den kommerziellen Bereich, also die großen Speicherkapazitäten. Wir gehen mal zum Stand. Ja, hallo Christian, schön dich hier zu treffen auf deinem Stand. BYD, der Hammer, ja, sehr schön. Was habt ihr denn an Neuigkeiten? Oder zeig mal deinen Stand bitte. Ja, BYD, also dieses Jahr steht die Intersolar unter dem Begriff V-Battery. Da darf ich gleich hier dir mal was zeigen. Okay. Wir haben schon Erfahrung aus 250.000 Systemen gesammelt, jetzt quer verteilt über die Welt. Deswegen die Battery vom Nordpol oben her bis über den Dschungel, Wüste, aber auch das deutsche Eigenheim. Also die Batterie kannst du überall einsetzen, ist sehr skalierbar, das macht es eben zu einer guten Lösung. Wir haben hier viel Erfahrung. Ja, viele kennen schon die Produkte. Ich sehe, hier stehen sie auch. Ja, da haben wir die, Freunde. genau, die alte oder die bisherige von unsere LVL, LVS, HVS, HVM, alles bleibt beim Alten, alles ist weiter so erhalten und natürlich auch verfügbar. Wir produzieren so in großen Schritten, wie es geht. Aber weil die Nachfrage nach unseren Produkten, wie man an der Verkaufszahl sieht, enorm ist, darf ich dich gerne mal mitziehen an unser neuestes Mitglied Ja, ich möchte was Neues. in der Speicherfamilie. Wir haben HVC. Ah, okay. Die HVC ist auch ein Hochvoltspeicher. HVC C für kompakt. Es geht jetzt nicht darum, irgendwie eine neue Generation einzuführen oder die HVS, HVM abzulösen,
sondern hier die Grundidee hinter der HVC ist, die Liefersituation zu entspannen und ein ähnliches Produkt rauszubringen, dem Markt zur Verfügung zu stellen, das ähnlich eingesetzt werden kann. Wir haben hier, BYD hat die Möglichkeit, andere Bauform der Zellen zurückzugreifen. Wir haben dieselbe Zellgeneration, LFP, wie gehabt, wie bei der HVS, HVM. Wir haben dasselbe Systemdesign, wir haben sogar dieselbe BMS hier oben drauf. Ja? Also hier braucht man sich auf nichts Neues, auf keine neuen Kompatibilitäten etc. einstellen. Es bleibt alles beim Alten. Nur, es ist ein bisschen kompakter in der Bauhöhe. Wir sehen, die Module sind etwas schlanker, nicht so hoch. Und wir haben ähnliche Spezifikationen. Das Ganze soll Ende des Jahres rauskommen und dann die Liefersituation ein bisschen entspannen und mehr Möglichkeiten bieten, dem Markt was anzubieten. Ja, ich sehe ein bisschen weniger Kapazität, aber eine größere Range. Ja? Genau, wir gehen dann hier von 7,8 Kilowattstunden los, gehen hoch bis zu der 23,5 Kilowattstunde, sind auf einem ähnlichen Spannungsniveau oder auf demselben Spannungsniveau wie die Module bei der HVM, also 50 Volt, und schalten das dann eben in Serie, um dann die hohe Spannung und wiederum, was die Effizienz erlaubt, mit den starken Wechselrichterpartnern zu realisieren. Aber ich meine, du bist ja für ein spezielles Produkt hauptverantwortlich und du hast hier was ganz Neues. Genau, deswegen bin ich auch mega aufgeregt dieses Jahr, weil wir haben hier unten unser neues Schmuckstück. Ich bin ja eigentlich so im Commercial-Bereich angesiedelt und da haben wir hier das kleine Gerät, kleinen Speicher. Das ist die Battery Max Lite. Ich mache sie mir erstmal zu, damit du sie in der ganzen Schönheit sehen kannst. Wir sehen hier das System, Outdoor-Gehäuse, IP55. Wir haben hier vorne ein Klimagerät. Wir sind von minus 20 bis plus 50 Grad. Können wir die Systeme aufstellen. Sehr einfach in der Aufstellung, entweder mit einem Gabelstapler hier runterfahren und platzieren oder wir können sie auch mit einem Kran von oben platzieren an den Aufstellsorten. Warum heißt die Light? Weil sie ist ja nicht wirklich... So light ist sie nicht. Wir haben sie hier mit 10 Mann reingetragen, weil wir den Boden schonen wollten. Ja. Battery Max, das ist die neue Commercial-Serie. Ja, wir kennen ja die Battery Box, das ist die Residential-Serie. Und Battery Max, das ist die Familie für die Commercial-Serie vom Battery Box Team. Ja. Und Light, vielleicht kann man da denken, wo es hingeht. Jetzt wollen wir mal reingucken. Es geht schon auf. Die Kollegen gucken hier auch gerade was rein. Ja, jetzt müssen wir uns ein bisschen vordrängeln. Warte mal kurz. Make a video. So, wir sehen hier den ganzen Aufbau. Es ist im Prinzip auch ein Hochvoltspeicher. Die Module werden in Reihe geschaltet. Wir erreichen hier bis zu 900 Volt Systemspannung und können bis zu 90 Kilowattstunden unterbringen. 90 Kilowattstunden. Commercial-Anwendung ist alles vorbereitet. Wir haben hier unsere PDU, die kümmert sich um die DC-Absicherung, Hauptschütze etc. Wir haben ein Batterie-EMS mit unseren Partnern von Smart One. Sicherheitstechnisch haben wir auch Sachen vorgesehen. Wir haben natürlich den Notausschalter von außen, wir haben von der anderen Seite schon gesehen. Wir haben ein Smoke Detection System und ein Fire Suppression System, und, um einfach Sicherheit zu gewährleisten. Nee, sehr schön, sehr schön. Jetzt will ich dir aber auch mal ein bisschen ins Detail zeigen. Ich ziehe hier mal so ein Modul raus. Wir sehen schon, das ist sehr tief. Und warum das so tief ist und was das mit dem Thema Sicherheit zu tun hat, das zeige ich dir gleich in unserer Battery Box. Okay, okay. Na komm mit. Ja. Ihr habt Zellen, andere Zellen als in der Premium. Wir haben jetzt auch LFP-Zellen. BYD produziert oder geht an den Markt nur mit LFP-Zellen. Und wir sehen eigentlich schon, die Wertschöpfungskette reicht von Lithium bis zur kompletten Systemkreierung über Zellproduktion, Pulverproduktion für die Zellen, Modulproduktion. Und hier haben wir unsere neuen Schätzchen, die BYD Blade Batterie. Schätzchen. Die sind sehr länglich, das haben wir, deswegen ist auch das Modul so lange. Hier in der Battery Max Lite, es sind die neuesten BYD Blade Batterien eingebaut.
Aber die sind so lang, weil sie Rolle auf Rolle produziert werden und das ist praktisch eine Rollenbreite, oder? Die sind so lang, damit wir eine mechanische Stabilität haben, aber es ist auch ein Thema der Sicherheit. Dadurch, dass wir ein sehr großes Verhältnis zur Oberfläche, von Volumen zur Oberfläche haben, können wir thermisch... Also kein Würfel, sondern hier eher ein packen das nicht so eng zusammen, sondern es ist wie ein Schwert. Ja. Wir haben eine große Oberfläche und darüber können wir auch entstehende Wärme gut ableiten. Ja. Und das führt dazu, dass wir dadurch erstmal sicher sind, aber die Struktur, die innere Struktur hat auch eine Kurzschlussfestigkeit. Das heißt, wenn wir uns mal im Vergleich anschauen, hier haben wir ein kleines Video hängen, da haben wir ein Plakat hängen, bei einem Nail Penetration Test. Den müssen die ja alle durchlaufen, das kommt ja eigentlich aus dem E-Mobility-Sektor. Ja? Da wird ein Nagel durchgestoßen und ein Kurzschluss erzeugt und dann wird geguckt, was passiert. Ja? Und wenn wir das bei der Blade-Batterie angucken, da haben wir keine Entgasung, wir haben kein Feuer und die Temperaturen gehen hoch bis 30 Grad. Da kann ich mir nicht mal ein Ei drauf backen. Also das ist sehr sicher und das ist das Thema, das BYD verfolgt mit dieser kompletten Kontrolle über die vertikale Wertschöpfungskette. Alles klar, super. Christian, vielen Dank für den kurzen Einblick. Gerne. Schön, dich getroffen zu haben. Bis zum nächsten Mal. Gute Messe, genau. Und wir hören dann bald, ne, was für den neuen Max Live. Okay, ja. Viel Erfolg dir auch. Danke. Ciao. Okay, so, ja, waren gerade bei BYD, sehr schöne neue Produkte. Wir gehen weiter zum nächsten Stand, einen Stand nach dem anderen, überall Speicher. Wir hoffen hier bei Pilontech auch was Neues und Spannendes zu sehen. Und ja, mal gucken, ob Geoffrey hier zu uns kommen kann und wir ein bisschen über ein paar neue Produkte sprechen können. So, hello Geoffrey. Hello Anders. Very nice to meet you here in Munich. Welcome to our booth. Yeah, Pilontech. No, I'm glad that we made it. Sure, it's not easy, but finally we made it. Yeah, perfect. Yeah. Please, Geoffrey, show me your new product you introduced last week. Actually, this year is a quite different year because the travel is not easy. So actually, we virtually released this product last week. Online. It's a product named Paleo. Why we name it Paleo? Because we think that all the solar come from the god Paleo, and we are Pilontech, so we put it Paleo. It's actually we're gonna have a new series, Paleo series. This is just version 1 of Paleo. So this is a 48 volts, so low voltage battery. So 100 amp hour. So each module is 5.12 kilowatt hour, and we actually increased the depth of discharge from 90% to 95%. So you get more energy from the same battery, and of course with the larger cell form factor, so we also increase the density. So the density is 30% higher than our old products. And also as we put a lot of thermal controlling material, the gels in between. If you open that, of course today we cannot open that, then you see a lot of gels in between, so it could go to 1C for 3 to 5 minutes. So it's actually power density is higher, energy density is also higher. Of course, also we want also show our customer that you can actually paint something here. So, for example, you can paint a tree, or a bird. Actually, we paint some birds, just over there. So, let's show them. It's a kind of temple. You see, that's more like a Chinese way of painting the birds. So, in the future, if you put the Paleo in your home, it's suitable, it's beautiful, and also you can decorate by yourself. So that's why we have a version like liberating your energy. Liberating means that you are free, and you are free to choose what you want. So that's Yeah, thank you. And over there, these are the well-known modules. Sure, that's the long and the long time to the market module. The US series 3000. Know that and delivered quite a lot to the market, and also we are also having a new module that US 5000, which is also a larger form factor that with 5 kilowatt hour and still 90% depth of discharge. So basically, I see the trend is the whole market is moving towards larger capacity. So they also need a larger form factor to build up with a more economic way. So that's the way we put it.
Yeah, sure. Cells get more efficient, bigger, larger, and you need sometimes more power, yeah, for larger installations. Yeah. Sure. This year, we have a lot of difficulties, from last year about supply chain, about logistics, but Palantech is still aiming at, 100% more increase in 2022 than 2021, double. Yeah. Okay. And also, 2 days before, we just released another plan to increase our cell capacity for another 10 gigawatt hour. So by the end of 2024, we're going to have a 15 gigawatt hour capacity. That means today is 2022, so in 3 years' time, we're going to have 4 times capacity than today. Very nice, very nice. So that's the plan. There's also a version for high voltage of these batteries, isn't it? Yeah, sure. We have the 4840774. It's also for high voltage. So this is a rack-mounted product. The panel is more like a wall-mounted product. Also, we have force as they are delivered quite a lot. Sure. It's a kind of a stackable hard connection product. So basically 3 product categories. Jeffrey, thank you very much. Thank you very much for this nice little overview. Sure. Thank you for your time. Hope to see you soon. Sure. So, jetzt sind wir hier in Halle A2 bei all den wunderschönen Modulen. Wir gehen jetzt hier vorbei, kurz am REC-Stand, sehr schöne Alphas und kommen jetzt dann zum Longi-Stand und sind ganz gespannt, was Winfried uns erzählt über die neuen Longi-Module. Ja, hallo Winfried, schön dich auf der Messe zu sehen. Grüß dich. Echt einen tollen Stand habt ihr hier, einiges Neues mitgebracht oder auch schon Bekanntes. Ich meine, erzähl mal, was haben wir denn hier? Ja, wir haben hier die beiden großen Produkte der Haimo 5-Linie, Haimo 5, basierend auf einem 10-Wafern, 182 mm. Wenn man sich rumguckt, mittlerweile ist es echt Industriestandard geworden, wo wir vorgelegt haben. Das hier im Prinzip das monophasale Modul, vorne Glas, hinten Folie, einseitige Modultechnik. Auf der linken Seite das Modul in Doppelglas-Ausführung, bifazial. Das heißt, da wird auch auf der Rückseite noch Energie erzeugt. Ja, nee. Zwei sehr schöne Dinger, immer mit. Aber hier, das ist nicht durchsichtig, obwohl es Doppelglas ist, ja? Ja, das ist so, dass man natürlich von der Vorderseite mehr Energie erholen kann. Die Rückseite ist bedruckt mit einer weißen Schicht, damit das Licht, was von vorne kommt, von der Rückseite noch reflektiert wird. Das ist nicht mehr, wie man das früher gemacht hat, komplett transparentes Glas, sondern zur Steigerung des Energieertrags sind die Flächen, die nicht von den Zellen bedeckt werden, sind weiß, damit sie halt reflektieren können. Und auch schon fast Industriestandard der Rahmen, oder? Ja, das ist Standard, die sind 35 mm dick, die Rahmen. Ein paar Besonderheiten vielleicht noch. Die Busbars, die hier drauf sind, die Kontaktherren sind Segmented Ribbons. Das heißt, wir haben eine dreieckige, das sieht man natürlich mit dem bloßen Auge nicht, eine dreieckige Oberfläche überhalb der Zelle, damit sie halt möglichst viel Licht in die Zelle rein reflektieren. Und zwischen den Zellen sind sie flach, damit sie halt möglicherweise thermischen Stress ausgleichen können. Ja, die Lücken sehen ja noch human aus, die dazwischen sind. Aber klar. Ja, die Lücken, das sind Abstände unterhalb von einem Millimeter, Microgap-Technologie. Das ist halt voll automatisiert in der Produktion und versucht wirklich die Flächen möglichst effizient zu nutzen. Ja, schauen wir uns das gerade mal von hinten an, dann sehen wir es vielleicht nochmal. Gerne. Gucken, ob wir hier durchkommen. Ihr habt ja echt viele Kunden hier. Ah ja, sehr schön. Jetzt sieht man den Unterschied hier. Genau, das ist das, was ich gesagt habe. Über der Zelle ist das Weiße, was in dem rückseitigen Glas integriert ist. Die Zelle ist frei, aber die Zwischenräume sind weiß, damit halt vorne von der Rückseite quasi in die Zelle zurückreflektiert werden kann, damit das Licht nicht komplett durchgehen kann. Ja, die Busbars sehen ja aber hier breiter aus wie vorne. Kann das sein oder täuscht das? Das sind andere, genau. Das sind andere. Aber 70% bringt die Rückseite auch im Vergleich zur Vorderseite. Das ist genau 70% Bifazialität bringt es. Das heißt, wenn man jetzt abhängig vom Untergrund, wie viel zurückreflektiert wird, der Albedo spielt eine Rolle. Das ist eine
dreimal eine Prozentmultiplikation, die da rauskommt. Aber in einer guten Anlage kann man rund um die 8% Mehrertrag erzielen, wie wenn man ein bifaziales Modul Ja, einsetzt. oder horizontal, ne? Agri-Photovoltaik mit stehenden Modulen. Ist ja Genau, auch- senkrecht Ost-West-Seite ist eine Möglichkeit, das als Zaun oder Sichtschutz einzusetzen. Ja, das ist der Kreativität ist euren Raum gelassen. Und hier gleich die kleinen, oder? Ja, auf der Rückseite sehen wir nicht so arg viel. Die beiden kleineren Brüder von der Hymo 5-Serie, die letztes Jahr übrigens den Intersolar Award gewonnen hat. Gucken wir uns besser von der anderen Seite an. Ja. Das Backsheet ist beide mal weiß. Entschuldigung. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, das ist im Prinzip jetzt der kleine Bruder, ja, der für BayWa besonders interessant, für das Ja, Distributionsgeschäft besonders interessant. Man muss es ja auch tragen können. Also 20 Kilo finde ich echt spannend. 32 Kilo ist schon eine Herausforderung. Ja. Genau, das sind Module mit ähnlicher Technik. Deswegen nenne ich es den kleinen Bruder, der halt für Residential-Dächer sind, für Flachdächer, für Industriedächer, vielleicht auch für die kleine Freiflächenanlage. Die Module sind kleiner, ist die gleiche Zelle im Prinzip drin. M10 Größe, das Gewicht hast du erwähnt. Was da vielleicht besonders zu erwähnen ist, es funktioniert eigentlich mit jedem eurer Montagesysteme. Ja? Egal, ob man an der langen Seite befestigt, an der kurzen Seite, ob man einlegt, ob es ein Blechfalzdach ist. Der Rahmen, das ist das, was der kleine Bruder halt mehr kann als der viel zu große in dem Fall. Ich kann ihn eigentlich überall befestigen, für jede Anwendung einsetzen, ist er sehr universell. 1,72 auf 1,13 und 30 mm Rahmen. Ja. Und halt, wenn man was sehen kann von den Modulen, dann gern der schwarze Nadelstreifen, oder? Ja, Full Black. genau, das ist die Variante dann mit schwarzem Rahmen und schwarzem Backsheet, schwarze Zelle. Für die Kunden, die halt besondere ästhetische Anforderungen haben. Ja, ich zum Beispiel. Ja. Genau, also man sieht, dass die Leistung hier sind jetzt mit typischerweise 410, 405 angegeben. Schwarz ist immer ein bisschen leistungsschwächer, weil Schwarz schlechter reflektiert als Weiß, klar. Aber wer was Schönes haben will, der nimmt Schwarz. Winfried, 21% Wirkungsgrad, Standard bei euch. Was kommt als nächstes? Wie kommen wir auf die 22? Wie kommen wir auf die 22? Gute Frage. Es gibt verschiedene Technologien, die momentan als Auswahl diskutiert werden. Heterojunction, N-Type Topcon. Ja, wie wir auf der letzten Messe haben wir ja selber hier N-Type Topcon vorgestellt. Haben mittlerweile die Erfahrung gemacht, dass das preislich nicht da ist, wo wir es erwartet haben. Dass die Leistungsklassen nicht rauskommen, wo sie rauskommen. Wenn du das letzte PV Magazine Global reinguckst, da findest du die ersten beiden Module mit der besten Energieertrag sind P-Type Perk, also die Technik, die hier hintersteckt. Und erst auf dem dritten Platz N-Type Topcon, ja, von einem Hersteller, der das auch schon recht lange macht. Erstaunlich, weil die Temperaturreferenzen sind nochmal einen Ticken besser bei N-Type Topcon. Genau, aber sind die in Tübingen oder in München relevant? Ich meine, wie warm wird es bei uns? Da wird es keine 50, 60 Grad warm. Ja, Nee, aber ich meine, jetzt wieder zu Intersolar im Mai wird es wieder richtig warm. Ja, das scheint ein Fluch zu sein, der hier auf der Branche liegt. Ja. Nein, also ich kann ein bisschen Vorschau für die neue Technik geben. Wir werden sie wahrscheinlich Mitte Juli diesen Jahres publizieren. Da werden wir, du hast gerade Temperaturkoeffizienten gesagt, ein Produkt anbieten mit einem Temperaturkoeffizienten von unter minus 0,3% je Grad Celsius beim Leistungsfaktor. Es ist nur einfach so, da wir uns nochmal überdacht haben mit N-Type Topcon, eben aufgrund der Erfahrung, dass die Theorie und Praxis doch sehr weit auseinandergehen, wird das nächste Produkt auf einer anderen Technik basieren. Ich kann vielleicht schon so viel sagen, man wird nicht mehr ganz so viele Busbars prominent sehen, aber mehr dann, wenn wir darüber reden können. Na, da sind wir gespannt und freuen uns. Winfried, vielen Dank. Andreas, vielen Dank für deine Zeit. Tolle Module. Ich Danke. freue mich drauf, auf die Kleinen auch, ja, weil wir sind alle Fans von Dächern. Ja. Die ersten müssten auf dem Weg zu euch sein. Die werden seit April produziert, also vor gut einem Monat gestartet. Also ich glaube, ihr seid einer der ersten, die sie kriegen. Super, super. Ne, weil wir sind ja dran, wirklich PV auf jedes Dach zu bringen. Und dafür brauchen wir halt 2, 3 unterschiedliche. Jawohl, das machen wir so, Andreas. Okay, Danke also, dir nochmal. Danke, Winfried. Okay, jetzt sind wir in der Halle 3 wieder. Wir gehen zu SMA, dem deutschen Wechselrichterhersteller par excellence. Wir sind ganz gespannt, was uns Lutz gleich zeigen wird.
Ich freue mich drauf, deren Komplettlösungen hier zu sehen. Und ich glaube, es wird ein sehr gutes, sehr interessantes Gespräch mit Lutz. Hi. Hallo Lutz, schön dich zu treffen hier auf der Messe. Wollt ihr dir zeigen, was es hier bei uns Neues gibt? Wir haben dich kaum gefunden. Riesenstand, aber komplett voll. Ja? Aber schön, dass du Zeit hast. So muss das sein. So ist das. So bin ich das bei SMA gewohnt. Voller Stand dieses Mal. Klasse, nach der Corona-Krise hier wieder endlich auf der Messe zu sein. Ich habe mir 3 Highlights ausgedacht hier auf unserem Messestand. Das ist einmal der Triebauer SE. Hybridgerät, endlich auf dem Markt. Ja, jetzt Lieferwaffe. Was muss man hierzu wissen? Hybridgerät, 2-in-1-Lösung in den Leistungsklassen 5, 6, 8 und 10 kW. Das Schöne daran ist, bis 15 kW DC, 15 kW DC, bedeutet für den Endkunden, dass er das Dach pickepacke voll packen kann. Ja. Die Ladeleistung der 15 kW vom Dach einmal in die Batterie und parallel dann ins Netz eingespeist. Das ist so das Highlight. Parallel zu den Speicherlösungen natürlich hier unser bewährter Sunnyboy Storage. Den kennen wir schon gut. Ja. Da habt ihr hier euer BYD hingestellt. Zum Beispiel ist ja der Highflyer. Ja. Was der Smart Energy auch im Bauch hat, das ist die integrierte Ersatzstromfunktion. Das bedeutet, wenn das Netz weg ist, dass er dann autark auf dem Ersatzstromzweig die Verbraucher versorgen kann. Das macht das Gerät auch in solchen Ersatzstromsituationen, denke ich, für die Kunden von euch hochinteressant. Ja, wird nachgefragt. Ja. Das ist ein schönes Highlight. Zweite Sache ist vielleicht hier hinten unsere Gewerbespeicher, unsere Gewerbeladelösung neben dem EV-Charger. Den EV-Charger haben wir ja hier. Den wir hier vorne zeigen. Sehr schön. Also ich finde, das ist wirklich ein nettes Produkt gewesen. Aber von der Gewerbelösung habe ich noch nichts gesehen. Zeig mir die mal. Ja. Neu. Dann kann das sein, dass uns Sachen So. Schauen wir mal, wo weniger los ist. Das ist hier das ist einfach voll. Ja. Ich höre wirklich Gewerbeladelösung. 2x22 kW Ladeleistung. Mit den Features, die ein Gewerbekunde normalerweise braucht. Okay. Das bedeutet eichrechtskonforme Abrechnung. Ich sehe den Zähler hier schon, Zählerfenster. Richtig. Und was ich hier zeigen kann, ist, Moment, wo ist meine Ladekarte? Die Join-Ladekarte, also dass ich nicht nur das Gerät zum Laden hier der Firmenfahrzeuge mit dem Gerät verwenden kann, sondern mit meiner Ladekarte RFID kann ich das Gerät aktivieren. Ich habe das einmal in der Version mit Stecker, ich habe das ein zweites Mal in der Version mit Kabel. Das ist dann wahlweise bestellbar. Ich kann ein EV-Charger Business installieren an der Stele, an der Metallstele. Ich kann aber auch 2, sodass ich insgesamt 4 Ladepunkte habe. Wahnsinn. Wir sind dann 80 kW ungefähr. Zum Beispiel. Da bräuchte man ja schon dann eine größere PV-Anlage und vielleicht auch einen Speicher, oder? Genau, das ist genau der Hintergrund, weshalb wir uns für diesen EV-Charger Business entschieden haben, weil hinter dieser Wand sind die Gewerbespeichersysteme, komme ich gleich zu. Und dieser EV-Charger Business, der integriert sich halt nahtlos in unseren Data Manager, der dann über das NXS-Portal, über die Steuerung dieser Gewerbelösung praktisch angebunden werden kann. Ja. Das Produkt werden wir innerhalb dieses Jahres Q3, Q4 ausrollen, weitere Zusatzfunktionalitäten hier aufladen können, beispielsweise Abrechnung, eichrechtskonforme Abrechnung, die Zuordnung zu einzelnen Autos und so weiter, und dass das dann gegen Ende des Jahres als Produkt, was integrierbar ist, in die gesamte Gewerbeinfrastruktur bei uns sich einfügen lässt. Also hier im Heimbereich alles abgedeckt, alle Sektoren, im Gewerbe auch jetzt, damit dann alle Sektoren abgebildet. Der Data Manager macht ja auch Wärme.
Genau, und das Schöne daran ist, was ich glaube, wo wir uns vom Wettbewerb abheben, ist, dass dieser EV Charger Business ein PV-optimiertes Laden möglich macht. Das haben wir viele Wettbewerbsprodukte. Ich kenne keins davon. Ich kann in die Ladekurve der PV-Anlage integrieren, sodass ich hier maximal viel PV-Energie in die Autos laden kann. Also ich denke, eine sehr, sehr runde Sache. Aber wenn es mal nicht reicht, ja, mit der Sonne, dann sollen wir zum Speicher gehen? Dann gucken wir uns drüben den Gewerbespeicher an, weil da holen wir dann die gespeicherte Leistung raus. Wir gehen jetzt mal hier rum um die Ecke. Ihr könnt den sehen, Gewerbespeichersystem, Speicherschrank 7 Kilowatt, der bewährte Speicherwechsel. Sanitätsbauer Storage 60 in der derzeitig verfügbaren Ausfertigung. Und was das Interessante hier an diesem Stand ist der T-Power X. Das ist das Gerät, was wir hier vorne sehen. Die Kollegen gerade versuchen abzubauen, das wird ihnen aber nicht gelingen. Sanitätsbauer X, das ist der Nachfolger vom ganz neu jetzt, ne? Ganz neu jetzt, ganz genau. Der Nachfolger vom SCP-TL 30. Was hier wichtig ist zu wissen, ist, das Ding hat eine 12 kW Variante, 12, 15, 20, 25 kW. Rundet also das Portfolio nach unten ab in das größere Residential-Segment. Und was hier hochinteressant ist, dass hier ein Teil des Data Managers integriert ist, was in Situationen bis maximal 5 Wechselrichter oder 135 kVA-Anlagen, bis 135 kVA-Anlagen, die den Einsatz eines externen Data Managers obsolet macht. Ich spare die Kosten für den Data Manager, weil das Ding hier schon drin ist. Darüber hinaus hat das Gerät 3 MPP-Träger, macht es also maximal flexibel für Business-Anwendungen, hier beispielsweise mit Gewerbespeicher oder größeren Anlagen. 4 von denen oder 5, 1, 2, 3 von denen und das Gewerbe ist versorgt. Ja. Ganz genau, ganz genau. Ja, super. Für die Handwerkskollegen, die da interessiert sind, das Ding wiegt die Hälfte, fast die Hälfte des alten Triebauer, des blauen TL30. Von daher ist es auch von der Handhabung. Es sieht groß aus, ja, aber es ist optimiert. Ja. Warum wirkt das groß? Wir haben hier erstmal, der Deckel steht etwas über und hier ist die Intuition gewesen, das Gerät maximal robust zu machen, die Wärme, die über so einer Platine abfällt, maximal gut abzuführen. Und das kann ich nur mit Fläche machen. Diese Fläche ist halt die Oberfläche des Wechselrichters. Je besser ich die Wärmeverteilung in dem Gerät habe, desto besser kann ich die abführen, desto langlebiger ist das Produkt. Ja klar, und wenn es weniger wiegt, dann ist es doppelt schön. Was habe ich vergessen? AFCI, Lichtbogenerkennung integrierte vereinfachter NA-Schutz, das kennen deine Kollegen aus dem Core One. Spart nochmal Kosten bei der Installation und von daher denke ich glaube, wir sind dieses Jahr extrem gut aufgestellt. Neue Produkte, endlich mal was Neues. Super. Vielen Dank, Lutz. Danke, dass du mich kurz rumgeführt hast. Sehr schöne Produkte, viele Neuigkeiten. Ja, wir freuen uns darauf, wenn wir dann die im Volumen sehen. Ja. Vielen Dank. Es war mir eine Ehre. Nee, meine. Die Ehre ist auf meiner Seite. Vielen Dank. Genau. Schön. Okay, jetzt kommen wir hier von den B-Hallen. Die Sonne scheint, alles prima und gehen rüber in die A-Halle. A1 ganz vorne ist Trina, die werden wir jetzt gleich mal besuchen, die warten hoffentlich schon auf uns. Ja, hallo Klaus, schön dich zu treffen hier auf der Messe. Hallo Andreas, willkommen hier beim Stand von Trina Solar. Sehr schön, ja. Zeig uns doch mal kurz, was ihr Neues habt. Ich glaube, wir sind hier schon an der richtigen Ecke. Wir sind ja absolut an der richtigen Ecke und zwar Fokus dieses Jahr bei Trina ist unser neues Produktportfolio. Und hier haben wir gleich eins der Highlights stehen mit unserem neuen Vertex S Plus. Vor 4 Wochen wurde das Produkt im Prinzip im Markt gelauncht. Was sind so die Feinheiten bei dem Produkt? Also es ist ein Doppelglasmodul in der Größe für sein, sage ich mal, ein 60 Zellen Dachmodul. Maximale Leistung 425 Watt, 21,9%
Effizienz. Wir haben davon 2 Varianten aufgelegt. Beide, sage ich mal, mit Doppelglas, beide die gleiche Größe. Das eine ist ein bifaziales Modul, im Prinzip als Doppelglas transparent, sodass Sie auch hier, sagen wir, für Dachflächen auch mit der Rückseite noch ein bisschen spielen können. Wir haben hier bei dem Modul, das ist ein Premium-Produkt, das wir gelauncht haben, wir haben hier einfach die N-Typ-Zelle das erste Mal als wirklich offizielles Produkt bei Trina in einem Residential-Produkt eingepackt und damit auch die ganzen Vorteile. Wir haben extrem gute Garantien mit 25 Jahre Produktgarantie, 30 Jahre Leistungsgarantie. Wir haben die ganzen anderen Vorteile von N-Typ, beim Bifazialen sogar die hohe Bifazialität, gutes Temperaturverhalten. Also ja, ich würde sagen, wir gucken mal die Rückseite an. Ja, machen wir. Und gehen dann langsam rüber zum... Genau. Also hier ist die weiße Folie drauf. Und das ist das gleiche mit Doppelglas. Genau, gleiches mit Doppelglas, aber Rückseite offen. Das heißt, hier haben wir sogar noch den bifazialen Effekt. Und wenn du genau hinguckst, kannst du hier im Prinzip bei den Zellspalten deine Hand noch sehen. Das heißt, es ist diese Transparenz. Damit können wir im Prinzip sicherstellen, dass selbst bei dachparalleler Montage und geringem Abstand zur Dachhaut noch ein bisschen Licht auf die Rückseite fällt, was dann auf der Dachhaut reflektiert wird, um vielleicht noch ein bisschen Rückseitenzugewinn zu haben mit dem ersten bifazialen Dachmodul. Wie hoch ist das, die Bifazialität hier bei dem Produkt? Die Bifazialität bei den N-Typ-Zellen ist 80%, so wie es im Markt relativ gut Standard ist. Ja. Und fast 22% Wirkungsgrad. Ja, fast 22% Wirkungsgrad, genau, mit unserer N-Type iTopcon-Zelle, Trinas eigene Technologie und wie gesagt auch unsere eigene Zelle. Also wirklich ganz vorne hier positioniert mit dem ganz vorne hier positioniert als Premium-Produkt. Und sehr dünn, oder? 30 mm? 30 mm Rahmen, Standard bei allen Vertex S-Produkten, die wir im Portfolio haben. Und das Glas? Glas ist auch eine Neuheit, und zwar deswegen, weil die meisten Installateure immer sagen, okay, Doppelglasmodule sind extrem schwer. In dem Fall ist es nicht der Fall. Wir haben bei dem Modul hier das erste Mal die 2x1,6 mm Glasdicke eingesetzt. Das heißt, das Modul ist im Vergleich zu einem Glasfolienmodul genauso schwer. Also das heißt, echt ein Highlight. 20 Kilo, oder? 21 Kilo, 21,5 Kilo bei dem Modul hier. Und das ist absolut top für einen Installateur zu handeln. Schön. Was habt ihr noch? Hier sind Bekannte, glaube ich. Hier. Genau, hier sind Bekannte und die Bekannten sind aber neu aufgelegt und deswegen schauen wir uns die gleich mal an. Ah ja, lass uns durchgehen. Wir kämpfen uns mal. Dann zum Faustschläger. Genau, hier stehen wir eigentlich vor alten Bekannten, weil Vertex S, sagen wir mal, der Produktname hat sich nicht geändert, aber das Produkt selber hat sich geändert. Und wer das alte Vertex S kennt, also die Vorgängergeneration, der wird sehen, es ist vieles verschwunden. Gerade dieses, sage ich mal, Kreuz, speziell bei Modulen mit der weißen Rückseitenfolie, ist komplett weg. Und warum ist das weg? Weil wir eine neue Zelle eingeführt haben. Wir haben eine neue Zelle, die ist 210 x 182 mm. Und die Zelle erlaubt uns, dass wir das Moduldesign so anpassen konnten, dass es auch, sage ich mal, vom Erscheinungsbild wieder so aussieht, wie man Module eigentlich kennt. Und das macht das Ganze deutlich attraktiver. Echt höhere Wattklasse, ne, wie ich sehe. Genau, wir haben die Leistung auch erhöht. Im Vergleich zum Vorgängerversion sind wir etwa bei 20 Watt mehr pro Modul. Das ist aber nicht nur durch Effizienzsteigerung, sondern auch dadurch, dass wir die neue Zelle eingesetzt haben, ist das Modul ein bisschen breiter geworden, sodass wir jetzt hier auch, und das ist vielleicht auch gerade für euch interessant, wir sind ja exakt bei 2 Quadratmeter. Genau diese Optimierung haben wir mit diesem Modul hinbekommen und das ist die maximale Power, die wir auf die Fläche gerade verpacken können sozusagen. Was ist mit dem Modul passiert wie mit uns? Das wird ein bisschen breiter, oder? Genau, das wird ein bisschen breiter. Es ist ein bisschen reifer geworden und sozusagen hier mit dem Upgrade hat es eine Optimierung bekommen, genau auf die 2 Quadratmeter, wie wir es in Deutschland, wie gesagt, optimal einsetzen können. Glasfolie hier. Beide sind Glasfolie, das ist ein vollschwarzes Modul und da ist die Variante praktisch mit der weißen Rückseitenfolie. Ja, genau. Da gehen wir gerade mal hin. Also auch hier ein Power Booster und es ist wirklich ein neues Produkt. Ne? Das war 2.0 und R ist die neue Zelle. Genau. Ne? Wir bezeichnen die Zelle bei uns intern als G12R-Zelle, einfach durch das Format, das wir jetzt haben, also 182 mm Breite, 210 mm Länge, eine rechteckige Zelle, die wir wieder in 3 Teile teilen, auch bekannt vom Vertex S, die Triple Cut Zelle. Und wie gesagt, so können wir die Modulfläche, die Moduldimensionen so optimieren, dass wir heute die maximale Power, die man auf 2 Quadratmeter eigentlich verpacken kann. Ja, vielen Dank, Klaus. Aber wenn ich dich jetzt schon da habe, ich sehe hier noch weiße Fläche. Ja? Genau. Kommt das irgendwann mal weg? Ja, das ist eine gute Frage. Also wir werden starten mit der Zelle so, wie wir sie hier sehen. Das heißt, wir haben abgerundete Ecken.
Das liegt an dem Thema, dass wir im Prinzip andere Ingots verwenden als für die reine 210er Zelle. Deswegen haben wir hier noch die abgerundeten Ecken. Ich kann es nicht versprechen, es könnte sein, dass wir in Zukunft auch mal Zellen haben, die wirklich voll quadratisch sind, wo auch dann diese weißen Flecken noch im Prinzip mit Silizium bedeckt sind und so das Modul dann, sagen wir mal, wieder etwas homogener aussieht. Aktuell wird es genau so, wie es jetzt hier zu sehen ist, auf den Markt kommen. Okay, cool, vielen Dank. Ja, war schön, dich kurz zu treffen. Vielen Dank für die Updates. Perfekt. 2 Top-Produkte, ja, die wir wirklich brauchen am Markt. Ja. Und ja, ich wünsche dir noch eine gute Messe, Klaus. Danke, euch auch. Viel Spaß, mit euch hier zu sein. Ja, super, danke. Also, jetzt haben wir heute sehr, sehr viel gesehen. Wir waren gerade beim die gesagt haben, dass wir mit unserem Montagesystem zusammenarbeiten. Die Klemmungen passen, es wird alles ausgerechnet. Jetzt kommen wir noch viel gesehen haben. Wir haben gesehen Wechselrichter, Batterien, Module. Jetzt kommen wir zu Sonic, unserem Energiemanagementsystem, das die ganzen Komponenten im Endeffekt zusammenführt und ja, optimal teilt. Ich freue mich schon, ich habe eine Verabredung mit Fabrice hier auf dem Stand und da ist er schon. Ja, willkommen. Danke, danke. Sonic-Stand. Sehr Sonic schön. ist ein Produkt von der BayWa, also von der BayWa SES, Solar Distribution. Und einfach um das Produkt rund zu machen, also um ein Zusatzprodukt zu den Wechselrichtern, Speichern und Wallboxen zu haben, haben wir einfach ein Energiemanagementsystem hier da stehen. Aber da hängen ja 2. Da hängen 2, genau. Also bis jetzige Modell ist hier unser Energiemanagementsystem Sonic genannt. Einfach ein Nutzschienengerät, ganz einfach, mit Netzteil und Extension. Extension dann gebraucht, wenn wir eine Wärmepumpe anschließen. Ist jetzt nicht dabei. Die ist jetzt nicht dabei, genau. Die Extension sieht man jetzt hier nicht, genau, aber etwa noch so groß. Aber einfach, weil das Ganze relativ viel Platz im Schaltschrank nimmt und wir uns hier rein im Residential-Bereich bewegen, also bis 30 kW, haben wir auch öfter Feedback bekommen. Es braucht ein Gerät, was halt auch deutlich kleiner ist, weniger Platz im Schaltschrank nimmt. Dafür ist hier der Voyager X, Sonic Voyager X, das Produkt, was wir als Alternative haben. Heißt, hier unten wird es einfach über USB-C angeschlossen für die Stromversorgung und die ganzen restlichen Geräte über Ethernet. Wärmepumpen und ES485 Geräte können dann hier über diese Kippschalter angebunden werden. Super klein und schwarz, ja, aber das ist ja eigentlich ein Kraftwerk. Ja? Also man unterschätzt diese Komponente immer. Genau. Also wichtig, wir haben hier natürlich Kompatibilitäten, die gegeben sind, die gefordert sind. Wir sind derzeit, können wir SMA, Fronius, Kostal, Huawei und Vata-Komponenten einbinden und Erzeugungsseite und haben dann die Möglichkeit, halt auch verschiedene Verbraucher einzubinden. Verbraucher meine ich Wallboxen und Wärmepumpen. Wir haben dann auch die Möglichkeit über Smart Plugs, also Wi-Fi-Steckdosen von Maistrom beispielsweise, die einzubinden und kleinere Verbraucher zu visualisieren, aber auch zu steuern. Das ist generell wichtig bei Sonic. Also wir können monitoren und steuern und haben so die Möglichkeit, einfach Autarkie und Eigennutzung möglichst hoch zu haben, weil das ist, was wir wollen. Wir wollen wenig einspeisen, man kriegt wenig Geld dafür. Wir wollen wenig einkaufen, das kostet viel Geld und dafür ist ein Energiemanagement sehr wichtig. Ja, Energieverteilung, das ist hier so eine schematische Darstellung. Aber ich habe gehört, ihr habt auch ein neues Portal oder sowas. Genau. Ne? Ja. Wir haben hier quasi eine schematische Darstellung von unserem neuen Portal, wo man sehr übersichtlich alles sehen kann. Und wir können es hier auch nochmal auf dem Fernseher zeigen. Wir haben hier unser neues Sonic-Portal. Es geht einfach darum, dass der Endkunde, der Nutzer einfach ein sehr übersichtliches Portal hat. Erzeugung, Verbrauch, es ist sehr intuitiv und wichtig. Kann ich hier drauf drücken? Genau, ja. Man kann hier eben auch relativ viel sehen und steuern. Du hast gerade schon gezeigt, Ladestation, hier die Wallboxen. Wir haben da 3 Lademodi, zwischen denen man wählen kann. Okay. Genau. Und wir könnten zum Beispiel sagen, du bist gerade angekommen, musst aber gleich wieder los. Wir laden mal sofort, kein Problem, ist selbsterklärend. Aber du sagst, du willst später losfahren, du willst heute Abend noch für irgendein Abendessen mit deinen besten Freunden. 19 Uhr musst du los, dann kannst du dir sagen, um 19 Uhr soll, genau, nein.
naja, egal, 20 Uhr, du hast um 20 Uhr ein Meeting und willst dann um 20 Uhr mit deinen Freunden, genau, dann könntest du hier sagen, um 20 Uhr soll das Auto voll sein. Da wird es erst aus dem PV-Optimit geladen und wenn es nicht reicht, zusätzlich dann aus dem Netz. Genau. Und hier ganz normaler Modus PV-Optimiert laden, was man halt sich wünscht. Man kann hier Anlagenbilanzen sehen, wie die Wärmepumpe gerade ist, den Gesamtverbrauch, Autarkie, sehr übersichtlich dargestellt. Wir können hier auch den Analysebereich aufmachen. Da können wir zum Beispiel schauen, naja, wie war denn letzte Woche oder die letzten 10 Tage, wie hat es da ausgesehen? Hier Erzeugung, da Verbrauch, alles sehr übersichtlich dargestellt. Man kann hier alles ein- und ausstellen. Genau. Hier haben wir einmal die ganzen Gerätelisten, die eingebunden sind. Und ich denke, sehr spannend ist die Energieoptimierung. Das ist jetzt was ganz Neues. Das wird wird jetzt gerade eingebunden oder nochmal freigeschaltet. Und hier kannst du quasi alle Geräte, die eingebunden sind in Sonic, erkennen. Die sind hier hinterlegt. Du kannst sie ganz normal manuell ein- und ausstellen, aber kannst sie auch als zeitbasiertes Gerät oder PV-optimiertes Gerät hinterlegen. Ja, okay, das sind die 3 Modis wieder, mit dem Sonic irgendwie versucht, die Energie zu verteilen. Genau, darum geht's. Ja? Du würdest eine Gartenbeleuchtung eher zeitbasierend steuern, aber eine elektrische Fußbodenheizung vielleicht eher PV-optimiert steuern. Und da geht es darum, du kannst dir Prioritäten setzen, welches Gerät wann laufen soll. Das ist auch gleichzeitig die Priorität, nachdem es Genau, wird. Ja, genau. okay. Heißt, wenn der Heizstab jetzt wichtiger wäre, würde man den nach oben schieben oder andersrum. Und du kannst hier an der Stelle einfach komplette Zeitpläne erstellen, wann ein Gerät an- oder aus sein soll oder wann es PV-optimiert laden soll. Ja, also viel drin, aber sehr übersichtlich und leicht zugänglich gestaltet, oder? Genau. Was jetzt noch ganz spannend ist, was noch dazukommen soll, ist ein Flex-Tarif, Sonic Plus Flex, einfach um dynamische Stromtarife einzubinden und da die Möglichkeit zu bieten. Und ja, viele neue Features werden dieses Jahr auch noch folgen. Ne? Weitere Verbraucher und da sind wir einfach dran, dass es weitergeht. Alles klar. Ja, vielen Dank, Fabrice. Gerne, hat mich gefreut. Danke für deine kurze Führung, für dein kurzes Einblick in unser Highlight. Ich glaube, nachher gibt es gleich noch ein Bier hier auf dem Stand. Das sollten wir nicht verpassen, ne? Ja, genau. Nach der langen Messe auf alle Fälle Durst auf eine kleine Erfrischung. Da trinken wir nochmal ein. Bis demnächst. Ja. Tschüss. Okay, heute war ein langer Tag. Wir waren bei 2 Wechselrichterherstellern, wir haben mit 2 Speicherherstellern gesprochen, mit 2 Modulherstellern. Wir haben sehr viele neue Produkte gesehen. Ich hoffe, die Impressionen haben Ihnen gefallen. Wir wollten kurz was vorstellen. Schreiben Sie es bitte in die Kommentare, Fragen, Kommentare einfach dazu. Geben Sie einen Daumen hoch bei uns. Wir freuen uns auf die Rückmeldung und ja, auch bald mal wieder vielleicht live, ja, bei anderen Veranstaltungen von uns. Und bis dahin, jetzt ist Feierabend, noch einen schönen Messetag und Prost.